Servus, Grüezi und Hallo, ich bin der Johannes Dommermuth und falls ihr euch für den Bau einer neuen Terrasse interessiert, ist das genau das richtige Video für euch. Ja, falls ihr euch jemals mit einem Bau von der Terrasse beschäftigt habt, wisst ihr, man muss Splitschippen. Es ist Aufwand, ja? Man muss mit einem Schnurgerüst arbeiten. Man muss die Splittfläche abziehen. Ich zeige euch heute eine Möglichkeit, die ist einfach, die ist sauber, die ist schnell und die ist wirklich erfolgsversprechend. Das Produkt, über das ich heute sprechen möchte, ist ein Stelzlagerfuß, in dem Fall von der Firma Proline, das heißt ProStilt. Man kann es hier dementsprechend hochdrehen. Es hat einen Auflageteller mit Fugenstegen. Es hat hier dementsprechend eine Stellschraube, wenn hier oben die Last drauf ist, dass man es hoch und runter drehen kann. Super große Auflagefläche. Und wie dieses Produkt im Einbau aussieht, schauen wir uns nachher mal an. Ja Freunde, schnallt euch an, ich nehme euch jetzt mit zum Jens. Der Jens hat letztes Jahr von uns eine neue Terrasse bekommen und wir schauen uns das an, wie Jens zufrieden ist mit unserem ProStilt Stelzlager. Jo, absolutes Kaiserwetter heute. Wir sind auf dem Weg zum Jens. Der Jens hat letztes Jahr eine Terrasse von uns bekommen und wir sprechen mit dem Jens, was ihm wichtig war bei der Umsetzung, wie die alte Terrasse ausgeschaut hat, ja, wie die neue jetzt aussieht, wie zufrieden er ist und wie gesagt, ich freue mich riesig. Hallo Jens, wie geht's dir? Grüß dich. Hi. Mensch Jens, die sieht ja immer noch Bombe aus, die Terrasse. Kann mich nicht beschweren, ja, alles gut. Ja, super. Vielen Dank. Ja, auch nochmal danke, dass wir hier sein dürfen. Gerne. Ja, schönstes Wetter hast du hier heute organisiert. Wir sind noch im Winter, wir sind im Februar, aber wirklich herrlich heute. Du hattest früher eine Holzterrasse hier, ja? Und damit warst du nicht so glücklich. Erzähl mal ein bisschen. Ja, wir hatten ein paar Probleme, weil auf der einen Seite Harz aus dem Holz herausgequollen ist, quasi an die Oberfläche. Ja. Das war das erste Problem. Das zweite war, dass die Terrasse natürlich als Naturprodukt Holz immer unansehnlicher wurde, immer dunkler, trotz Pflege und da auch nichts gegen zu machen war. Also diese typische Vergrauung vom Holz, die hat uns einfach nicht mehr gefallen. Und Punkt 3 ist natürlich ganz klar bei Kindern, wenn man welche hat, die treten sich öfter mal ins Spreißel halt rein, also ein Splitter in den Fuß und das ist alles andere als schön. Insofern hatten wir dann irgendwann, obwohl die Terrasse erst 5 Jahre lag, gesagt, Feierabend, jetzt wollen wir was anderes haben. Wir wollen etwas haben, was wirklich eine Lösung darstellt, die von Dauer ist. Ja gut, wir hatten ja hier, glaube ich, wenn ich das noch richtig in Erinnerung hatte, auch noch die Schwierigkeit, dass wir statische Sachen beachten mussten. Also wir konnten hier mit Split oder mit Bettungsmörtel gar nichts machen. Und ja, dann war das Format, was du dir auch ausgesucht hast oder ihr euch ausgesucht habt, natürlich auch ein bisschen ambitioniert, ja, extravagant, aber es sieht super aus und es ist mit ProStilt ja, lösbar und es ist mehr als gut geworden. Ja. Ich bin wirklich entzückt, sieht gut aus. Wollte der Erik nicht kommen noch? Der wollte noch vorbeikommen, oder? Ja, der Erik, der wollte noch vorbeikommen und ich denke mal, der müsste jetzt auch jeden Moment da sein. Vielleicht findet er den Weg nicht. Ah, da ist er. Da ist er. Ja, hallo Pfundi, servus. Jo. Hi, grüß dich. Hi. Ja, muss mal kurz vorstellen, der Pfundi, unser Erik Pfund, Anwendungstechniker von Proline und der Erik hat hier mit der Terrasse ganz viel zu tun. Er war mit dabei, wie die Terrasse aufgebaut wurde und Erik, jetzt erzähl du einfach mal, was hier dementsprechend so knifflig war, was das Besondere hier war und ja, leg einfach mal los. Also erstmal hallo, ich bin der Erik Pfund, Vertriebstechnik von der Firma Proline, habe die Terrasse mitgestaltet. Die kniffligen Themen an dieser Terrasse sind natürlich einmal das Format 60 x 120, die unterschiedlichen Aufbausituationen von fast 20 cm, die Wandabschlüsse,
die ja an die Abdichtung angrenzen und auch der Wunsch des Bauherrn, diese ganze Terrasse barrierefrei im Endeffekt gestalten zu können. Okay, ist ja schon einiges gewesen, ja. Aber hast du ja gut hingekriegt. Ja, es läuft, es läuft. Also, Ja, Erik, jetzt sitzen wir hier auf der Terrasse und wenn wir hier so drüber gucken, ja, es sieht ja alles sehr, sehr gerade aus. Man fragt sich natürlich, wie sieht denn das eigentlich aus, wo geht das Wasser jetzt hin? Wenn das einfach nur so in die Fugen läuft, ist es ja nicht zielführend, ne? ja, also die Situation auf der Terrasse war natürlich die gegeben, dass das im Untergrund das Gefälle gegeben ist an den Hausanschluss und natürlich der Kunde, der König, im Endeffekt gesagt hat, er möchte die Terrasse gerade haben. Und aus diesem Grund haben wir auch unterschiedliche Höhen von unseren Stellzügen. Das heißt, wir nivellieren praktisch die Untergrundsituation, nivellieren wir mit unseren Füßen auf, sodass der Plattenbelag am Schluss gerade liegen kann. Also das heißt, wir haben hier unter den Platten die Situation, dass hier eigentlich eine schiefe Ebene ist, Genau, korrekt. zum Ablauf hin und das Wasser da wunderbar herlaufen kann, da wo es eigentlich hin soll. Genau, in den Ablauf. Super. Und um dies auszugleichen, haben wir im Endeffekt hier unten diese 4 Füße, mit denen wir die Gefälle von 24 mm bis 170 mm ausgleichen können. Ja, Thema Dachterrasse, Wandabschluss. Ja, wir müssen irgendwie mit den Platten ja an die Wand anschließen und ich denke mir, das ist auch wieder so ein Detail, wo man eine spezielle Lösung braucht. Ne? Die haben wir auch gefunden. Und zwar bei uns ist das der Wandabstandshalter Clip oben. Und zwar, der wird einfach nur auf den Teller aufgelegt. Diese Nase hier hält den Plattenbelag fest. Und dieser Gummistreifen ist unser Airbag, der im Okay. Endeffekt die thermischen Ausdehnungen, egal wie, ob jetzt an der Wandzone, durch das Aluminiumblech oder durch die Attika-Verblechung oder der Plattenbelag unter Dynamik im Endeffekt sich bewegen darf, den fängt unser Gummistreifen an. Ja, ist ja geil. Ich habe auch mit dem Jens gesprochen. Der hat auch nichts dagegen, wenn wir gleich mal eine Platte aufmachen und uns einfach mal anschauen, wie es unten drunter aussieht. Ja, Erik, wir haben ja jetzt den Boden mal aufgemacht und ja, was wir jetzt schon mal auf Anhieb sehen, sind die unterschiedlichen Stellfüße und auch die unterschiedlichen Situationen am Stellfuß. Da ist mal ein Gewinde mehr raus, ein Gewinde ist weniger raus. Ja, vielleicht erklärst du mal ein bisschen, warum das hier so aussieht, wie es aussieht. Also die Gefällesituation geht ja in diese Richtung, das heißt, jeder Fuß für sich hat eine eigene Höhe und trotz allem liegt der Plattenbelag oben gerade drauf. Unten, wie hier, kann man jetzt erkennen, unsere Schutzmaßnahme zur Abdichtung und oben drauf haben wir noch einen sogenannten Trittschutztest, um im Endeffekt das Gehgefühl auf dem Plattenbelag samtig weich zu gestalten. Hat natürlich aber auch ein Thema mit sich, was den Trittschall angeht. Und hier, ganz wichtig, was wir vorher angesprochen haben, unseren Großbildwandabstandshalter-Clip. Hier sieht man schon, die Platte wird von dieser Nase gehalten und hinten dran unser kleiner Airbag, im Endeffekt dieser Neoprenstreifen, der im Endeffekt hier die kraftschlüssige Verbindung zur der Verblechung praktisch auf Abstand hat. Das ist die Situation. Cool. Johannes, du hast mich vorher gefragt, wie wir denn das machen, dass wir die unterschiedlichen Situationen hier auffangen. Und zwar, der Fuß wird ja so im Endeffekt fertig angeliefert. Und um schnell diese Höhe zu generieren, kann man hier den schnell nach oben drehen. Und jetzt kann man den vorsichtig halber mal unten eintasten und nochmal sehen, okay, zu hoch oder zu niedrig. Und jetzt kann ich hier durch diese Stellschraube den stufenlos einstellen, bis mein Fuß genau unten reingeht. Und das ist die Position, wo ich dann im Endeffekt meinen Fuß nivelliert habe, die Platte auflege, nochmal über die Diagonale schaue, ob sie wackelt. Und wenn sie fest ist und sauber aufliegt, dann ist es genau die richtige Höhe für unseren Fuß. Ja, Hammer, geil. Super easy und ganz einfach und schnell. Gut. Ja, Erik, 1,20 Meter x 60 sind die Platten hier gewählt worden. Ich habe immer gedacht, man braucht eigentlich ja, nur an jeder Ecke so einen Stellfuß, aber da ist ja noch einer in der Mitte.
Ja, wir haben den einen in der Mitte und ganz einfach, weil die Länge dieser Platte einfach zu groß ist. Wir geben bei uns auf unserer Homepage, haben wir einen Stelzfußrechner, wo drauf steht, dass bis 60 auf 60 an jeder Ecke einer positioniert ist. Und wenn die Platte dann größer wird, egal über welche Kantenlänge, muss entweder einer Mitte platziert werden oder wie hier, ich zeige dir das schnell mal, wie hier im Endeffekt noch einer hier mittig auf die Plattenmitte, auch durch den Abstandshalter. Und dann wird der Plattenbelag im Gesamten einfach steifer für sich und auch von der Belastung her ohne Bedenken einsetzbar. Ja, macht Sinn. Macht auf jeden Fall Sinn. Ja, falls euch das Thema hier weitergehend interessiert, ihr braucht mehr Infos, schaut auf unserer Website vorbei. Wir haben Kataloge, wir haben Flyer, wir haben eine super Präsentationsbox, wo man als Handwerker beim Kunden das hervorragend erklären kann. Wir werden einen Haufen Berichte in Fachmagazinen jetzt bringen. Ja, und dann ist immer noch der Erik Ansprechpartner in der Anwendungstechnik. Könnt ihn gerne anrufen, da ist er. Ja, und wenn es euch hier gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch, abonniert den Channel. Ja, ich zähle auf euch, sonst kriegen wir mächtig Ärger von dem Chef. Gell? Dann ist es aus mit dem Happy Meal. Ja. Ja, Freunde, wenn man sich einfach mal überlegt, ja, man ist zu Hause, man hat Bock auf eine schöne Zeit auf einer Terrasse, ja, und ja, da kommt man so ins Grübeln. Was mache ich mit meiner Terrasse? Wie sieht das aus? Ja, mache ich Holz drauf? Was kommt da? Ne? Nehme ich Stein? Nehme ich Keramik? Und was dieses Jahr unheimlich gekommen ist, das ist die Outdoor-Keramik. 20 mm Outdoor-Keramik. Ja, und wenn man sich da mal überlegt, wie sind solche Platten früher gelegt worden? Ja, man hat da Split gebraucht, man hat Bettungsmörtel gebraucht und sind wir mal ehrlich, wir haben hier in Deutschland einfach Temperaturen, wir sind hier nicht in Spanien oder in Italien, ja. Wir haben das Phänomen des Frost-Tau-Wechsels. Das ist eine ziemlich einfache Sache, ja, ihr wisst selber, nachts friert das Wasser, wird zu Eis und dann gibt es Probleme beim Becken von Fliesen. Und mit Stelzlagern hat man diese Probleme nicht. Ja? Man hat keine Probleme der Versottung, man hat keine Probleme von irgendwelchen verkalkten Fugen, es kommt kein Unkraut raus. Ja, es ist ein System, was viele Vorteile bietet und man kann wirklich große Formate legen. Beim Jens haben wir da ein Format verlegt von 60 x 1,20 Meter. Gut, man braucht ein bisschen Bums in den Arm, um solche Platten zu legen. Ja, muss man ein kräftiger Junge sein. Aber das Ergebnis ist wirklich spitze. Oh, 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 oh.